Gibt es eine Vorhersehbarkeit von Selbsttötungsversuche und hattest du vielleicht auch schon mal Suizidgedanken? Du bist ja auch wahrscheinlich schwer traumatisiert und vielleicht suchst du sogar nach Sterbehilfe. Welche Risiken erhöhen denn überhaupt ein Suizid? Und sind denn Suizidgefährdete überhaupt in der Lage, über sich selbst Aussagen zu treffen? Und wie sieht denn das aus mit den Gründen? Warum wollen wir uns eigentlich selbst töten? Auf all diese Fragen erfährst du hier Antworten. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und spezialisiert auf Entwicklungstrauma, und zwar als Überlebende und Selbsterfahrene mit über 30 Jahren KPTBS. Ich freue mich auf dich. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr einige der Risiken ja schon kennt. Und zwar dazu gehören Medikamenten, Drogen oder Alkoholabhängigkeit, also Sucht im Allgemeinen, psychotische Störungen, also verschiedene Vorerkrankungen, und zwar mentale Natur, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, dazu gehört natürlich Borderline, bestimmte Essstörungen, schwere körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel AIDS, Diabetes, Epilepsie, frühere Suizidversuche, also wenn ich selbst ja schon solche Versuche hatte, suizidale Fälle in der eigenen Familie oder in ganz engem sozialem Umfeld wie Freunde oder Freundinnen, die belastende Lebensereignisse, Krisen, Verlust eines nahestehenden Menschen, klar, aber auch solche traumatische Erlebnisse wie Arbeitslosigkeit, Existenzverlust, Armut, Einsamkeit und hohes Lebensalter ohne engen Kontakt zur Familie und Einsamkeit. Ja, das sind jetzt die bestbekannten Risiken für erhöhtes Suizidrisiko. Aber die Frage ist denn überhaupt Selbsttötung vorhersehbar? Und die klinischen Beobachtungen und Studien sagen aus, dass es nicht so sei. Obwohl wir viele diese Risiken kennen und wenn sogar Menschen mit Depression, auch rezidivierende Depression schon lange erkrankt sind, kann eine Suizid nicht ausgesagt werden. Kommt auch dazu, dass auch zum Beispiel bei Menschen, die am Tag öfters, häufiger zum Beispiel Selbsttötung Gedanken haben oder sich selbst verletzen zu wollen, wie zum Beispiel die Menschen, die am Borderline erkrankt sind, dass sie sich ritzen oder anderswertig verletzen, sollte man meinen, dass sie vielleicht öfters Selbsttötung begehen. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Man sagt, dass hier ein Risiko, man sagt, dass hier ein Suizidrisiko sogar um das Zehnfache erhöht ist. Trotzdem ist die Aussage von Studien, dass von Menschen, die mehrfach am Tag Selbsttötungsgedanken haben und sich verletzen, 99,97% keine Selbsttötung begeht. Ja, woran kann dann eigentlich liegen, dass diese Suizidgedanken bzw. Suizid entsteht? Eins steht fest, dass Menschen, wenn solche Gedanken und dann auch solche Handlungen letztes Endes ja, haben und durchführen, befinden sich in einer Situation und Lebenslage, welche sie aussichtslos erscheint. Die letzten 50 Jahre haben letztes Endes nicht allzu viel dazu beigetragen, dass die Vorhersehbarkeit von Suizidalität besser zum Schätzen wäre.
Es gab in 2017 eine Metastudie, in der man umfangreich untersucht hatte, was trägt denn dazu bei, dass suizidale Verhalten so schwer prognostizierbar ist. Und ich habe davor eben mehrere Risiken, also eigentlich Einflussfaktoren dafür aufgezählt, welche eine erhöhte Risiko erzeugen können. Und diese Metastudie hat aber etwas Interessantes ergeben. Weder die Depression noch die Impulsivität noch die Tatsache, dass jemand in eigener Familie oder Umfeld Suizid schon vorhin hatte, tragen maßgeblich dazu bei, dass ein Suizid vorhergesagt werden kann. Die Frage stellt sich natürlich, was ist es dann, was besser und zuverlässiger eine Selbsttötung im Voraus schätzen lässt? Als wichtige Ursache haben dann die Ärzte festgestellt, dass höchstwahrscheinlich diese innere Ambivalenz, also soll ich das dann tatsächlich durchführen und soll ich sterben oder gibt es ja noch etwas, was mich zurückhält, die prognostizierbar nicht einfach macht. Und es gibt auch Befragten, die Suizidversuche überlebt haben, die ja davon berichten, dass dieser Gedanke beziehungsweise diese Verlangen oder dieser innere Wunsch danach von einer Sekunde auf andere sozusagen gekommen ist. Und dass diese Gedanken im Vorfeld oder auch diese Planen, ne, von der Handlung ähm, an sich weniger dazu beigetragen hat, sondern meist aus einem Impuls heraus dann kommt, wo diese innere Ambivalenz aufgelöst wird und dass man sich entweder für die eine oder eben für die andere entscheidet. Vielleicht noch einfach als Info für dich. Es gibt ja im klinischen Umfeld ein implizites Verfahren, sogenannte Death-Suicide Implicit Association Test, welche sozusagen genau dazu dient, dass die Ärzte versuchen, wohlbemerkt durch die Selbstauskunft von potenziell Gefährdeten, feststellen und vorhersagen zu können, ob ein Suizidgefahr akut besteht oder überhaupt besteht. Ich möchte vielmehr auf diese Komplextraumatisierung letztes Endes eingehen und auch für die Fälle, wann komplex Traumatisierte Selbsttötungsgedanken haben. Und es ist ja ganz klar, dass die Situation und die Lebenslage, in der wir uns dann befinden, muss ja wirklich aussichtslos sein. Und es kennzeichnet auch, dass wir ganz viel Ohnmacht, Machtlosigkeit und Verlassensein, Einsamkeit und Abweisung, was wir empfinden. Es ist ja nicht verwunderlich, wenn wir eben Vernachlässigung zum Beispiel erfahren haben, dass wir uns immer wieder in dieser Verlassenheitsdepression oder Flashbacks befinden und dass diese Gedanken vielleicht tatsächlich hochkommen. Und solange wir auch entweder zu den Tätern weiterhin noch Kontakt haben und die auf uns einwirken, kann ein tatsächlicher äußerer Kritiker dann diese Abweisung und diese Entwertung und diese Terror letztes Endes, mh, die, die Gefühle und diese Zustände erzeugen, wo wir uns wirklich nicht mehr lebenswert empfinden können. Nebenbei gibt es dazu die Möglichkeit, dass wenn du
zu den Tätern zwar keinen Kontakt mehr hast, aber du befindest dich in einer weiterhin missbräuchliche Partnerschaft, und zwar als sozusagen ja, Projektion deiner ehemaligen Missbrauchs. Und es kann dann tatsächlich sein, dass durch diese Partnerschaft du ja auch immer wieder in diese Zustände zurückkatapultiert wirst und dass du stets Retraumatisierungen erlebst. Und auch dadurch können diese Sehnsüchte nach, ich will eigentlich gar nicht mehr leben, entstehen. Ich glaube, es gibt ja mehrere unter euch, die ja Pete Walker sehr schätzen. Und ich liebe ja seine Bücher beziehungsweise seine Selbsterfahrung als ja, Therapeut. Und er empfiehlt, was ich ja hier auch 1:1 weitergeben möchte, das Kritikermanagement ja hier anzuwenden. Was bedeutet das? Naja, zum einen, was ich ja gerade vorhin schon erwähnt habe, wenn du immer noch Kontakt zu den Tätern hast und diese weiterhin auf dich einwirken, als Kritiker sozusagen, dass du dort einfach abwägst, möchtest du das fortsetzen oder möchtest du vielleicht an der Beziehung, an dieser Bindung etwas verändern und entweder schon gleich reduzieren oder tatsächlich auch abbrechen. Ein zweiter Fall ist natürlich für den Kritiker der innere Kritiker. Und der innere Kritiker ist ein ja innerlich letztes Endes manifestierter Introjekt von den Tätern, welche zu einer Stimme geworden ist und welche dir häufig von innen heraus deine Programme anwirft. Beispiel dazu, wenn du um dich zum Beispiel kümmern möchtest und du gerade deinen Selbstwert stärkst oder du gerade Selbstfürsorge ja, praktizierst, dass du in Kürze, manchmal sind es wirklich Bruchteil von Sekunden, du letztes Endes eine Gedankenschleife in dir hast, welche dich aber gleichzeitig wieder ja, entwertet oder auch beschimpft und beschämt und sagt, nein, das bist du nicht wert und was nimmst du dir hier eigentlich heraus und so weiter. Ich glaube, dass du das kennst sehr gut. Genau. Und die Aufgabe besteht letztes Endes darin, diese Kritiker ja, die Stirn zu bieten. Das heißt, sobald du merkst, dass sie als Stimme da sind, entweder von außen noch als reelle Menschen oder in deiner Partnerschaft oder als ja, verinnerlichte Stimmen von den Tätern, dass du mit Achtsamkeit, mit traumasensitiver Achtsamkeit, und da ist ja Gebot Nummer 1 Stabilität, dass du auf dich selbst schaust und abwägst, was dir jetzt in dem Moment gut tut. Und dass diese Kritiker keine, keine adäquate Aussagen haben und nicht deinen eigentlichen Wert und Würde betiteln, belabeln und dass das, was du heute bist, absolut unabhängig von diesen Wertungen der äußeren und inneren Kritiker ist. Pete Walker weist auch darauf hin, dass sobald wir Stirn bieten können, also die innere Stärke, du so gut durchhältst, ja, und dich durchboxst, dass du diese Kritiker, ja, sobald sie auftauchen, eigentlich den Mund zumachst, dann hast du in deinem Inneren immer mehr die Chance und immer mehr den Raum für das Trauern. Und zwar das Trauern von dem kleinen inneren traumatisierten Kind, welches immer noch
ja, nach Zuwendung, nach Sicherheit, Zugehörigkeit und einfach Liebe sehnt, welche aber von diesen Eltern, von diesen Bezugspersonen nie mehr bekommen kann. Das sind ganz, ganz harte Worte. Ich weiß, weil ich selbst betroffen bin. Und ich weiß auch, dass die Worte lange nachhallen. Aber das ist ein sehr, sehr guter und gehbarer Weg, wenn wir aktiv gegenüber diese Kritiker lernen, ja, anzutreten und unsere Grenzen dadurch immer mehr bilden und auch verteidigen. Genau. Und die Trauer ist auch eine Art von, ja, wie ein Damm von Schmerz. Ja, also die Trauer löst diese Damm und wortwörtlich ist wie ein Bild, nicht wahr? Wenn du die Kritiker sozusagen hinter der Damm schießt, ja, und dieser Damm dann endlich das sich öffnen darf und diese reinigende Wasser durch das Damm ja, zu dir sprudeln darf, dann kommen auch die Tränen. Das ist das Wasser, das reinigende Wasser der Trauer und das sind deine Tränen, die würdigende Weise deines inneren traumatisierten Kindes zuwendet und dieser Schmerz, diese aufgestauchte, ja, Energie, was da ist, nach außen kann. Sobald dieser Prozess von Trauer letztes Endes in die Gänge setzen kann, mm, hast du immer mehr Kraft im Inneren, auch den Kritiker gegenzuhalten, weil dir bewusst wird, was dir angetan wurde und du diese Bewusstsein auch spürst. Also das ist eine ganz andere Qualität, wenn du das auch emotional begreifst, was du an Situationen überlebt hast und durchgehalten hast. Und ja, du bist jetzt heute da, also du hast es durchgekämpft und das ist ein Riesenerfolg. Und die äußere und innere Kritiker jetzt noch zu bekämpfen, ist eigentlich ein Klacks dagegen, oder? Ich hatte diese Fragestellung aber auch im Sinne zur Sterbehilfe erhalten und was ich ja dazu denke und meine. Und du hast jetzt gerade schon gehört, was an Situationen letztes Endes gerade bei uns komplex Traumatisierten ein Suizid, Absicht oder die Gedanken letztes Endes fördern und dass es auch an sich gar nicht verwunderlich ist, ja. Sterbehilfe, also aktive Sterbehilfe in Deutschland ist also gemäß Strafgesetzbuch nicht nur verboten, sondern ist auch ein Straftat. Und es gibt heute seit 2020 auf der Welt mittlerweile ja insgesamt, wartet mal, also in 2020 haben 4 Länder das anerkannt. Es gibt dann wirklich straffrei aktive Sterbehilfe, und zwar in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg und in Kanada. Und seit 2021 März hat als vierte europäische Land auch Spanien das eben ja freigegeben und gesetzlich zugelassen. Also, ich habe auch versprochen, dass ich ja meine persönliche ja, Erfahrungen oder auch, ich sag mal, autobiografische Gegebenheiten mit dazu erzähle. Und es sieht folgend aus. Wir wissen, dass nicht nur epigenetisch, aber auch ja, genetisch letztes Endes Suizid weitergegeben werden kann. Ich habe also in der zweiten Generation zurückgedacht, also bei meiner Oma, mutterseitig, ein Suizid.
Ich habe erfahren, dass auch bei meinen Schwestern solche Gedanken und Versuche gab. Und ich muss sagen, wobei ich so viel Leid erfahren habe, also nicht nur durch einen Täter, sondern auch, ich war ja, körperlich sehr, sehr krank und sehr, sehr lange krank und danach auch unglaublich viele Art und viel über lange Zeit und viele Anzahl an Traumata erlebt, beziehungsweise den Missbrauch weitere 20 Jahre. Ich habe auch ja, sekundäre Traumatisierung, also die Gewalt auch in anderen jahrzehntelang gesehen und mh, dennoch habe ich persönlich, ja, und das ist ja nur also bei mir persönlich noch nie einen Gedanken dafür, ja, gebraucht, dass ich mir selbst den Tod wünsche. Genau im Gegenteil. Ich hatte auch unglaubliche körperliche Schmerzen. Ich habe ja Morphium bekommen mit 17 und ich hatte mehrere ganz schwere Operationen, wo ich kaum durchgekommen bin, also mehrfach auch fast gestorben. Ich wollte nie sterben. Ich hatte trotz der Misshandlung im Elternhaus, also mütterlicherseits, ähm, trotz all diesen Erfahrungen auch danach, ja, also auch im Erwachsenenalter, ich wollte es nie tun. Ich habe aber Respekt dafür und für die Menschen, die sich das wünschen, die sie das möchten. Es ist eine, denke ich, individuelle Entscheidung und das Recht, darüber zu entscheiden, was ich mit meinem Leben tue. Es wird heute, wie gesagt, also in den meisten Ländern verboten. Das ist auch als Straftat deklariert. Und dennoch gibt es in wenigen Ländern die Möglichkeit, das zu tun. Ich möchte als komplex Traumatisierter dennoch dich ermutigen, bevor du das tatsächlich tun würdest, 2 Fragen stellen. Die erste Frage lautet, mm, habe ich all das deshalb überlebt, dass ich jetzt das Leben verschenke? Und die zweite Frage lautet, ob mein Leben weniger wert sei als das Leben der Täter und ob dieser Leben nicht verdient hat, all das dafür zu tun, dem Tod zu entkommen. Ja, und wenn du diese Fragen beantwortest und du immer noch meinst, dass du besser dran bist, wenn du nicht mehr lebst, dann respektiere ich ja dein Wunsch, dein Gedanke. Und wir wissen, heute ist es möglich, ja, diesen Schritt zu gehen. Ein weiterer ganz interessanter Aspekt, und das war ja auch mit Teil der Frage an mich, dass Menschen, die ja Spiritualität, also auch ich sag, ja, auch mit Glaube, ja, sich auseinandersetzen, aber auch im Sinne, dass sie sich selbst ja erkennen möchten, also auch im Geistigen letztes Endes unterwegs sind, auch philosophisch unterwegs sind. Und dort gibt es natürlich verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel auch Buddhismus, die sagen zwar, Leid gehört zum Leben, aber es gibt ein Wiedergeburt. Also die Seele ist sozusagen, stirbt ja nicht. Und seltsam oder gerade interessanterweise haben viele, oder einige, vielleicht auch unter euch, ähm, dann dadurch den Wunsch zu sterben, natürlich, wenn sie daran glauben oder davor vielleicht fürchten, ja, dass sie
sozusagen sterben würden und dann kommen sie wieder auf die Welt oder also der Körper stirbt, aber die Seele nicht. Und in einem neuen Körper geht eigentlich die gleiche Misere los. Also das heißt, dass ich mit all diesen ja, Erfahrungen und schmerzvolle, leidvolle, auch vielleicht Beschwerden, ja, die ich heute habe, das Leben aufs Neue aber eigentlich fortsetzen muss. Dieser Gedanke oder dieser Konzept kann natürlich uns auch davon abhalten, ja, uns selbst den Tod zu wünschen oder haben dann auch viele vielleicht Angst vor dem Tod. Also auch das Konzept mit Karma, ja, also was ich ja in diesem Leben sozusagen nicht gelernt habe, genau das bekomme ich ja im neuen Leben noch vor die Füße oder in die Hände, kann man ja so und so formulieren, um daran wachsen zu können. Ja, das sind eigentlich tolle Konzepte im Sinne auch nachzudenken. Und ich bin nicht gläubig. Also das heißt, ich war auch nicht nie zum Beispiel getauft worden. Aber es sind Konzepte, die uns auf jeden Fall ein Modell geben und vielleicht auch die Wahlmöglichkeit, ja, erweitern. Also woran möchte ich glauben und wonach möchte ich ja diese Leben dann ausrichten oder auch beenden? Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Feedbacks und auf eure Erfahrungen, aber auch, ob ihr solche Gedanken ihr ja schon hattet. Es ist ja kein schlimmes Ding, wenn solche Gedanken ihr ja schon hattet oder sogar Versuche hattet. Nämlich, es gab noch gar nicht so lange her eine Erhebung unter 44.000 Neunklässler, das sind ja 14, 15 Jahre alte Menschen, wo jeder Zehnte bereits solche Gedanken hatte. Und es gab wirklich eine höhere Zahl sogar, die auch schon Versuch hinter sich hatten. Also es ist durchaus ein menschlicher, ja, das ist ein menschlicher, ähm, beziehungsweise sogar, nee, nicht ganz ausschließlich menschlich, weil ich glaube, dass es auch unter Tieren gibt, die sich ja suizidieren in gewissen, ja, Gefahrsituationen. Aber ein durchaus natürlich menschliche, ja, Gegebenheit und auch eine Art, vielleicht auch ja auch wieder eine Konfrontation, ja, in sich selbst. Also diese Studie, was ich vorhin erwähnt habe, mit dieser inneren Ambivalenz, das beschreibt, glaube ich, genau diese Dilemma. Und ich möchte dennoch diesen Beitrag so schließen, dass eine Nacht drauf zu schlafen, wenn du solchen Gedanken hast und du sozusagen vielleicht mit Hilfe des Körpers aus diesem Zustand ja positiv rauskommen kannst, aus diesem totale Verzweiflung und entmutigt sein und ja wertlos zu fühlen und verlassen zu sein und du vielleicht ja mit deinem Mantel oder Jacke einfach ja das Haus verlässt und du die Nacht überlebst, ähm, also durchstehst, so meinte ich, dann wünsche ich dir, dass du an dem Tag danach die Sonne erblickst und dass du auch Vögel zwitschern hörst und du die Wunder und die Schönheit der Natur und der Welt erkennst und dass du entsprechende Begleitung findest, die dir dabei helfen kann, aus diesen Gedanken und aus diesen ja, Gefühlen rauszukommen, weil ich denke, dass eine Erleichterung, so schlimm das auch mag, und ich weiß, dass sehr, sehr schlimme Schicksale und
Geschehnisse in der Welt gibt. Aber es gibt eine Erleichterung und es gibt Menschen, die Gleiches, sehr ähnlich, Gleiches nicht, aber Ähnliches erlebt haben wie du, und auf jeden Fall gleichgesinnt sind und die dir dabei helfen können, das Licht zu finden und die Schönheit des Lebens. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Feedbacks und ja, passt auf euch auf, schlaft immer eine Nacht auf eure Gedanken und beantwortet euch, wenn ihr möget, die 2 Fragen, die ich vorhin gestellt habe. Alles Liebe, Gabriela.